die Schachtel hat 18 Liter Innenvolumen. Jetzt werden wir sehen, ob die Schachtel ganz voll wird mit den Flex, die wir da haben, oder ob es nicht ganz voll wird. Sinnvoll. Aber ich glaube, dass das schön voll wird. Ich glaube, dass das schon auch gute 20 Liter sein werden. Zumindest habe ich das so im Gefühl. Ein bisschen was müssen wir dann noch abziehen. Für die Lautsprecher und die Wandstärken wird noch erhöht. Damit es wenig sich aufschwingen kann. Aber prinzipiell konnten das schon mal die 18, 19, 20 Liter sein, die anstehen. Das ist jetzt nichts hundertprozentig Genaues, sondern nur mal so ungefähr. Aber ich schätze mir plus minus 10% Genauigkeit werden wir da schon hinkriegen. Das schaut ja schon mal nicht schlecht aus, wenn die Schachtel voll werden würde. Und dann könnte sich das schon schön ausgehen. So. Die letzten Flex, bevor die noch weggefallen sind. Gut, naja, 18 Liter sind es nicht, aber es werden wahrscheinlich 15, 16 sein, würde ich mal schätzen. Ja. Gut, das ist schon mal gar nicht schlecht. Jetzt kommt einmal die Außenhülle weg, die Form gegeben hat. Damit habe ich damit auspolstert. Also zuerst habe ich einmal das abgeklebt und dann habe ich das von innen her auspolstert. Jetzt kommt die ganze Folie mal runter. So, und jetzt werde ich das überschüssige Material mit der Flex wegschneiden. Vorne muss ich auch noch eine Kleinigkeit vom Holz wegnehmen, weil da läuft das Handschuhfach einer. Da brauche ich eine ebene Fläche, damit es beim Einsetzen in die Wanne muss ich unter den Gebläsekasten drunter. Und darum muss ich da das anzeichnen jetzt und wegschneiden. So, in dem Kübel befinden sich exakt 5 Liter Wasser. Die werden wir jetzt zum Einschütten bzw. zurückschütten, um zu ermitteln, wie viel Volumen die Wanne unten tatsächlich aufnehmen kann. Ich hoffe natürlich, dass das so viel wie möglich ist. So, jetzt sind es 5 Liter. Das Holz ist vorne leicht im Wasser, aber wir haben trotzdem eigentlich rundherum. Gut, die Linie zählt jetzt nicht. Die Linie zählt nicht, aber ich habe von der Oberfläche bis zur Linie da 12 mm geschätzt. Da ist es ein bisschen schief. Da sind 16, 17. Okay. Ich frage mich, wie ich das jetzt wieder rauskriege.
wo ich die Höhe weiß von der Bodenplatten, zeichne ich das überstehende Material, zeichne ich mal alles an, damit ich das nachher wegflexen kann. So, ich habe das Ganze jetzt einmal provisorisch rundherum abgeschnitten, habe einmal 5 mm circa Überstand stehen lassen. Bei wegschneiden kann ich immer noch was, aber so sieht man schon mal viel besser, wie sich das Ganze ausgeht und wo ich noch was wegnehmen muss bzw. was aufkitten muss. Außerdem kann ich mir gleich da die Oberkanten anzeichnen, weil ich ja das Holz unten auch noch ein bisschen ausnehmen möchte. Damit ich eben sehe, wie viel Platz das ich da noch habe und damit möglichst viel Luft unten durch kann. Viel Platz habe ich nicht mehr, aber da drüben da kann ich noch einiges wegschleifen. So, ich habe mir da jetzt ein Raster aufgezeichnet, wo ich die 4 Löcher bohren werde, wo direkt drunter dann die Streben kommen. Ich komme mit der Powerfeile schon hin, aber in Wirklichkeit ist das nicht so. Ich habe jetzt das da einmal rundherum angeschliffen, dass es rau ist, damit dann der Kleber besser hält. Außerdem habe ich da, wo die 4 Löcher sind, ich hoffe man sieht das, habe ich das auch rau geschliffen, damit sich der Kleber besser mit der Oberfläche vom Aluminium verbinden kann. Nee, das geht nicht.